Hi Leute von heute. Ich wohne seit 4 Jahren in einer Wohnung, um die ich mich alleine kümmere, und früher sah das Ganze dann so aus. Meine Spüle war jeden Tag basically komplett voll mit Geschirr. Ich konnte mir nichts kochen, weil kein Kochgeschirr sauber war und ich keinen Bock hatte, irgendwas abzuspülen. Daher habe ich dann einfach nur noch Schmarrn gegessen. Irgendwelche Fertigsachen, irgendwas, was schnell ging, wofür ich kein Geschirr gebraucht habe. Dann waren meine Klamotten einfach überall in meinem Zimmer verteilt. Hier auf dem Stuhl, hier auf dem Bett, überall, ihr kennt es. Generell mal habe ich ultra viele Sachen besessen. Ich kann mich auch noch erinnern, meine Mutter hat mal Besuch gehabt, als ich noch bei ihr gewohnt habe, und jemand kam in mein Zimmer rein und meinte, wow, bei dir sieht es aus wie in so einem Geschäft, weil ich einfach so viel Stuff hatte. Und dann auch noch so größere Lebenssachen wie keine Arbeit haben, die mir gefällt, weil ich einfach Angst hatte davor, mich anzustrengen, und beziehungsweise eher hängt das damit zusammen, dass ich Angst hatte zu versagen, weil ich keine Struktur hatte und keine Disziplin und keine Ahnung, wie man schwierige Sachen macht. Und ich habe absolut gar keinen Sport gemacht, null. Also basically Chaos, 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 Chaos. Das ist jetzt nicht mehr so, zum Glück. Und so sieht meine Wohnung aktuell aus. Geschirr ist größtenteils sauber, stehen wenn dann nur ein paar Sachen rum. Mein Zimmer ist aufgeräumt, mein Bett ist gemacht, mein Sofa ist chillig, mein Tisch ist einfach frei und cute und meine Oberflächen schauen gut aus, es steht nicht zu viel Stuff rum. Nice. Ich habe Disziplin gelernt, beziehungsweise bin noch dabei, es zu lernen, weil perfekt bin ich natürlich auch noch nicht. Und ich will mit euch teilen, was ich da alles bisher schon gelernt habe, was für mich funktioniert hat. Herzlich willkommen bei Nachts allein, dem Kanal für Selbstwert, ADHS und Dating für Frauen. Ich bin Psychologin und aber vor allem jemand, die gerne ihr eigenes Brain hackt und anderen Frauen zeigen möchte, wie das geht, damit wir alle ein erfüllteres, selbstbestimmteres Leben führen können. Und wenn ihr schon hier seid, gebt dem Video doch gerne schon mal ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Tipps zu ADHS und auch Selbstwert und Dating sehen wollt, würde mich freuen. Okay, los geht's. Bevor wir zu den Tipps kommen, noch ein kleines Häppchen für euer Mindset. Ich habe das irgendwo letztens gelesen. Da stand, willst du lieber den Schmerz der Disziplin fühlen oder den Schmerz der Reue? Und da habe ich auch schon ein Beispiel für euch. Also ich habe echt ein Problem damit, rechtzeitig schlafen zu gehen. Ich will immer gerne zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, weil ich in der Früh durch das Sonnenlicht, vor allem im Winter, echt motiviert bin und Sachen machen will. Und dann bin ich aber abends auch so total energetisiert wegen dem fucking ADHS. Also wenn ihr es auch habt, ihr werdet merken, abends hat man einfach oft dann viel, viel mehr Energie, wenn man sie tagsüber nicht verbraucht. Und dann fällt es mir halt total schwer, rechtzeitig schlafen zu gehen. Und dann brauche ich aber meine 9 Stunden Schlaf und wach viel zu spät auf. Und dann kann ich nicht tun, was ich tun wollte, und bereue es jeden Morgen. Ich bereue es jeden Morgen, dass ich zu spät schlafen gegangen bin. Ich bereue es aber kein einziges Mal, wenn ich rechtzeitig schlafen gegangen bin. Noch nie habe ich das bereut, dann früher aufzustehen. Und das ist dann die Frage. Irgendeinen Schmerz müsst ihr erleiden. Entweder bereut jedes Mal, dass ihr das nicht gemacht habt, was ihr machen wolltet, oder ihr habt einfach den Schmerz der Disziplin und macht, was ihr euch vornehmt. Und dafür habt ihr dann das Leben, was ihr haben wollt. Tipp Nummer 1. Ich habe mir eine coole App installiert, die heißt Finch. Da geht es darum, dass man so einen kleinen Finken aufziehen muss, und man kann sich dann seine ganzen Ziele aufschreiben, und dann kriegt man immer so kleine Gemstones, und mit denen kann man dann seine kleine Finkenwohnung dekorieren und dem Finken süße Klamotten kaufen. Oh mein Gott, diese App, die fährt echt voll ein. Also ich habe schon öfter gehört, so Gamification, das heißt Sachen zu einem Spiel machen. Hast du aber selber noch nie wirklich gemacht, aber diese App hat irgendwie voll reingehittet. Für eine Freundin von mir funktioniert es gar nicht. Das heißt, ihr müsst irgendwas finden, was für euch funktioniert. Es gibt auch sehr viele ADHS-Disziplin-, Produktivitäts-Apps, da müsst ihr euch einfach mal durchprobieren. Vielleicht gibt es auch welche auf Deutsch. Im englischsprachigen Raum sind die Sachen leider meistens ein bisschen cooler, aber vielleicht gibt es ja was auf Deutsch. Ich schaue mich mal um und werde euch was empfehlen, wenn ich was finde. Auf jeden Fall hat mir das jetzt geholfen, bestimmte Routinen einzubauen, die ich vorher nicht gemacht habe oder die ich nicht geschafft habe. Und es ist für mich irgendwie so geil, mich anzustrengen, mehr von diesen Gemstones zu sammeln, damit ich dem kleinen Fink einfach eine geile Wohnung und ein sickes Outfit geben kann. Tipp Nummer 2. Die 5-4-3-2-1-Regel von Mel Robbins. Wir warten voll oft darauf, dass wir motiviert genug sind, um irgendwas zu machen, aber darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Wir müssen Systeme bauen, die ohne Motivation funktionieren, und wir können Dinge auch einfach tun, ohne motiviert zu sein. Und meistens sind es dann irgendwelche unbewussten Ängste oder Unsicherheiten, die dann im Hirn ablaufen, die uns davon abhalten, das zu tun, von dem wir wissen, dass wir es tun sollten. Und diese 5-4-3-2-1-Regel funktioniert einfach so, dass man dann im Kopf oder auch laut sagt 5-4-3-2-1 und dann einfach macht, was man machen will. Und diese 5 Sekunden, die man das laut ausspricht, lenken einen davon ab, was man da unbewusst für Ängste hat, die einen davon abhalten, zu tun, was man tun will. Und dann
ist die Idee, dass man es einfach macht. Ich habe es schon ab und zu probiert und es hat echt jedes Mal geholfen. Also das ist auch ein cooler Tipp, den ich empfehlen kann. Zum Beispiel, wenn man ewig lang in der Früh im Bett rumliegt und nicht aufstehen kann und dann sich einfach sagt, okay, 5, 4, 3, 2, 1 und dann steht man auf und geht los. Funktioniert echt ganz gut. Okay, Nummer 3. Mach's dir so einfach wie möglich, ordentlich zu sein. Das schaut bei mir zum Beispiel so aus, dass ich früher meine Klamotten überall in meiner Wohnung verteilt hatte und jetzt habe ich sie auf einem Sessel neben meinem Kleiderschrank. Und da schmeiße ich meine ganzen Klamotten immer hin. Die liegen nirgendwo, seien es nur auf diesem einen Sessel und dann stapeln sie sich da. Und das sieht auch nicht immer schön aus, ich räume den auch nicht immer auf, aber wenigstens sind sie an einem Ort und die Sachen sind dann leicht wieder in meinen Kleiderschrank zu packen, weil es buchstäblich genau daneben ist. Das ist ziemlich cool. Seit ich das eingeführt habe, ist mein Leben so viel besser geworden. Generell auch noch, was geil ist, ist allgemein Sachen immer aneinander zu koppeln. Meine Morgenroutine schaut dann so aus. Ich stehe aus dem Bett auf, gehe ins Bad, komme zurück, mache erstmal Yoga. Meine Yogamatte liegt einfach immer schon da. Früher habe ich sie immer ein- und ausgerollt, aber jetzt stört sie mich nicht mehr. Ich lasse sie einfach liegen, da wo sie hingehört und das ist mein fixer Yoga-Spot, fertig aus. Und dann mache ich da das Yoga, dann stehe ich auf, mache mein Geschirr und nachdem ich mein Geschirr gemacht habe, komme ich an meinen Tisch und esse mein Frühstück. Und dann geht der Tag los. Und diese Sachen hängen alle zusammen und deswegen ist dieser Ablauf so automatisiert und ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klatsche erwischt, meinen Sport zu machen und das in meiner Wohnung zu erledigen, was am ehesten dazu führt, dass sie sich sauber anfühlt, und zwar die Küche sauber machen. Tipp Nummer 5 ist, priorisiert das, was wichtig ist. Wenn man ADHS hat, ist so das Hauptding, dass man einfach Probleme damit hat, zu entscheiden, was wichtig ist. Und deswegen ist man die ganze Zeit abgelenkt durch andere Sachen. Und das müsst ihr üben, weil das ist das Wichtigste. Sobald wir das hinbekommen, haben wir ein großes Stück unserer Problemzonen bearbeitet. Das habe ich jetzt die letzten Monate wirklich gemerkt. Also wenn ich mich darauf fokussiere, zu priorisieren, was wichtig ist, dann ist alles einfacher. Wenn ich an einem Morgen entscheide, das und das sind meine Hauptziele heute und die wirklich priorisiere und alles dafür tue, dass ich die erreiche und dann sind es vielleicht nur 3 und vielleicht ist es auch nur 1, dann ist der ganze Tag besser und ich muss die ganzen kleinen Scheiß, den ich sonst noch gern machen würde, den muss ich nicht machen. Den kann ich verschieben, den kann ich wann anders machen. Manchmal kann man sich auch fragen, ob man den überhaupt machen muss. Aber was ich jetzt auf jeden Fall rausgefunden habe, was für mich die Prio ist, sind Ordnung halten, vor allem in meiner Küche, mich gesund ernähren und das hängt dann zusammen und Sport machen. Und das hält mich so fit, dass ich von dem alles andere aus machen kann. Und davor habe ich gesund Essen vernachlässigt, Sport vernachlässigt, Ordnung halten vernachlässigt, was dazu führt, dass mein ganzes Gehirn irgendwie so verschleimt war und ja, fast so depressiv, nicht wirklich depressiv oder so, aber einfach verlangsamt. Verschleimt passt eigentlich ganz gut. Ich konnte halt kaum was machen, weil alles war irgendwie durcheinander, mein Zeug war durcheinander, ich wusste nicht, wo was ist. Meine Küche war dreckig, ich konnte mir nichts kochen, habe irgendeinen Scheiß gegessen, davon hat man natürlich dann auch keine Energie mehr. Und weil ich keinen Sport gemacht habe, tat mir alles weh, mir tut immer noch alles weh. Mit dem Sport bin ich noch am Aufbauen, also da kann ich noch gar nicht so groß prahlen, aber ich mache gerade so eine 30-Tage-Challenge mit Yoga with Adrian vom letzten Jahr, die heißt Flow. Und ich habe mir einen kleinen Tracker gezeichnet in meinem Bullet Journal, also meinem Tagebuch im Prinzip. Ich kann euch das mal zeigen. So sieht mein Buch aus. Und so sieht das aus. Ich habe im Prinzip die 30 Tage aufgezeichnet, richtig cute gemacht und ich trage immer ein, an welchen Tagen ich es gemacht habe und an welchen ich es nicht gemacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir noch irgendeine Belohnung gebe, aber mir ist noch nichts eingefallen. Also irgendwas werde ich dann am Ende machen, wenn ich alle 30 Tage schaffe. Und vielleicht belohne ich mich auch für 25 Tage auch schon. Weil ich will nicht Perfektionismus stärken, sondern einfach Konsequenz. Also, dass ich Sachen versuche, so gut wie möglich durchzuziehen. Es muss nicht perfekt sein. Genau. Und wenn ich diese Sachen mache, dann kann ich besser arbeiten. In meiner richtigen Arbeit und in den Dingen, an denen ich arbeite, die mir in Zukunft vielleicht Geld bringen sollen oder die mir einfach Spaß machen. So. Aber wenn ich diese 3 Sachen nicht mache, also Ordnung halten, gesund essen und Sport und Schlafen gehört auch dazu. Also das ist so ein Basic, den habe ich jetzt gerade vergessen. Aber deswegen war es das Erste, worüber ich gesprochen habe in dem Video. Wenn ich die Sachen mache, dann kann ich davon losfliegen. Wie so ein kleiner Schmetterling oder ein Vogel, der irgendwo hinflattert. Deswegen ist das das Wichtigste. Und eigentlich Tipp Nummer 6. Was auch noch geil ist, sich einen Notfallplan zu machen für die Tage, wo ihr keine Energy habt. Weil ich habe gemerkt, ja, wenn ich Urlaub habe, kann ich alles super machen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und sobald ich arbeiten gehe und jeden Tag von der Arbeit komme und müde bin, geht nichts mehr. Und da habe ich jetzt auch mir einen kleinen Plan gemacht und überlegt, was ist das Allerwichtigste. Und das ist einmal Schlafen und mein Geschirr. Weil mit dem Geschirr hängt sehr viel dran. Und ich habe mir aufgeschrieben, solange ich die 2 Sachen hinbekomme,
muss ich nichts anderes mehr machen. Und das sind die allerwichtigsten Sachen und die muss ich priorisieren. Und macht euch auch so einen Notfallplan. Für euch ist vielleicht was anderes. Einfach die Basics, die ihr macht an Arbeitstagen, damit es euch gut geht. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil ihr versteht, diese Sachen befähigen mich zu allem anderen. Wenn ich das nicht mache, kriege ich gar nichts hin. Und deswegen will ich das machen. Und das waren schon meine Tipps. Gebt dem Video ein Like und abonniert und ich freue mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ich hoffe, diese Tipps helfen euch ein bisschen mit eurem ADHS und Disziplin und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, das Jahr hat gut für euch gestartet und ihr habt die Sachen machen können, die ihr euch vorgenommen habt und werdet die auch weitermachen können. Und ja, bis dann. Ciao.